Hallo ihr lieben Stiere, wir schauen in euer kollektives Orakel für den neuen Monat. Was kommt für Themen mit für das Kollektiv der Stiere? Was für eine Botschaft darf ich weitergeben? Denkt dran, es ist ein kollektives Orakel und ihr dürft euch hier ein bisschen mit eurer Trauerarbeit auseinandersetzen. Es kann hier sein, dass ihr irgendwelche Dinge verarbeitet, die neu hochkommen, die aus der Vergangenheit irgendwelche Trauer hinterlassen haben. Möglicherweise auch etwas Verdrängtes. Die Erinnerung, dass Trauer auch zum Leben mitgehört. Und wir haben hier gleich eine gute Voraussetzung. Ihr könnt hier als Ausgangssituation mit etwas Glück rechnen, etwas, was gut überwunden werden kann, etwas, was euch den Alltag wieder ein bisschen erhält, kürzere Wege, gute Ausgänge. Überall da, wo Mangel war oder wo sich etwas nicht ergeben hat, wo etwas an euch nagt, was ihr vielleicht auch betrauert, habt ihr hier auf dem kurzen Weg eine gute Ausgangssituation. Ein Glück, das sich nicht eingestellt hat, kriegt hier seinen Sinn. Es kann sein, dass ihr ein bisschen gestresst seid und dass ihr euch Dinge eingesteht. Dass hier auch Gespräche von anderen sind, die euch so ein bisschen irritieren. Also Gespräche von anderen heißt, jemand sagt etwas und manche Leute sind sich nicht bewusst, welche Macht das gesprochene Wort hat. Und ihr beschäftigt euch gedanklich damit. Ihr seid irgendwie so ein bisschen gestresst unterwegs. Ja, und jetzt kommt es eben, das liebe ich so am Kartenlegen, wir haben ja im Hause der unterbewussten Ebene die Sense drin. Hier schwillen irgendwelche Verletzungen rum, irgendwelche Verlustthemen, etwas kommt hoch, etwas möchte auch hier so, ich sage mal, auf den Weg gebracht werden, wo es eben verarbeitet ist, statt runtergedrückt, ja. Es kann ja etwas sein, was ihr in den Kindertagen erlebt habt oder was euch auch in diesem Bereich der Kindertage triggert. Es kann auch etwas sein, was ihr in der Vergangenheit neu angefangen habt und es hat sich nicht so richtig entwickelt. Ein Neubeginn in irgendeinem Bereich des Lebens, ein Thema mit euren eigenen Kindern, ja. Es kann im kleineren Bereich sein und hier kommt die absolute Transformation. Hier beendet sich ein Mangel, eine Unruhe, eine Wunde. Ein Anfang, ein Ende. Hier zeigt sich ein Kampf, den ihr irgendwo führt. Möglicherweise auch eine Sache, die ihr wirklich stark verdrängt habt, die jetzt so, ja, sich zeigt, würde ich jetzt mal sagen, hochkocht und stresst auch irgendwie und zugleich die große Möglichkeit, mit etwas Frieden zu schließen. Es kann hier sein, dass es innerfamiliäre Umschwünge gibt, Familienthemen, die sich neu auf den Weg machen, also wo ihr neue Entscheidungen nutzen könnt, wo vom Umfeld heraus auch einiges kommt, das euch wieder mehr Harmonie mitbringt, statt Unruhe und Verletzung. Themen, die man in Familien zusammen entscheidet. Hier verbunden mit einem Kapitel im Leben, das sich euch ganz neu eröffnet. Hier haben wir die absolute Transformation. Ja? Wissen, das ihr braucht, um Instruktionen, um euren Weg weiterzugehen. Das
Unbekannte erforschen und zugleich auch so ein bisschen Bammel vor dem haben, was sich noch nicht richtig zeigt. Es können hier auch Familiengeheimnisse sein, Sachen, die nie ausgesprochen wurden, die hier an die Oberfläche kommen und euch zu einer neuen Bewegung verhelfen. Hier entstehen sehr viel Aktionen. Hier kommt etwas, was euch in Bewegung bringt, wo ihr auch eine neue Richtung vorgeben könnt im Leben oder fürs Leben, zusammen mit der Möglichkeit, euch ganz neue Türen zu öffnen. Ja, die Eingebungen und Träume werden hier gezeigt. Deine Seele spricht sehr viel mit dir. Vielleicht auch über den Weg des Traumes oder diesen Blitzgedanken, die man tagsüber manchmal so hat. Und du kannst hier dein altes Wissen benutzen, um dir neue Wege zu eröffnen oder auch überhaupt ganz neue Perspektiven, die sich hier zeigen. Ein Monat auch, wo vielleicht tatsächlich sehr viel aus dem Unterbewusstsein in die bewusste Ebene kommt oder sich vom Außen her zeigt. Hier wird dir geraten, eine höhere Perspektive einzunehmen, klar zu sehen, die Gedanken zu strukturieren. Die haben wir hier als so ein bisschen nicht richtig wissen, in welche Richtung man gehen soll. Und ihr habt hier das Murmeltier. Es geht darum, sich zu erholen, da wo sehr viel los ist, wo sehr viel Stress ist, sich auch mal rauszunehmen, Innenschau zu halten, Einstellungen zum Leben überprüfen. Gerade auch bei den Mangelthemen oder wo man immer das Gefühl hat, mir rennt ja die Zeit weg, ich komme nicht zu den Dingen, die ich wirklich machen möchte. Hier geht es tatsächlich darum, das finde ich jetzt sehr selbstredend, sich der Basis des Lebens zuzuwenden, also dem Feld, das einem immer trägt und zur Verfügung steht, und da zu gucken, was einen nährt, was einen erweckt, was man braucht, was man nicht mehr braucht. Zu genesen auch selber, nicht nur für die anderen zu funktionieren, sich auch nicht immer nur vom Außen ablenken zu lassen. Hier ist eine sehr starke Innenschau. Überzeugungen, die so aus dem Familiensystem her auch kommen. Etwas, was du immer gedacht hast, so wäre es, kriegt hier die Möglichkeit, ja, sich dir anders zu präsentieren, weil du es mit anderen Augen siehst. Wir haben ja oft auch das Gefühl, man vermutet, etwas wäre so und so. Und wenn man es dann selber erlebt hat, dann sieht es nochmal ganz anders aus. Mit dem Bewusstsein und Unterbewusstsein arbeiten. Sich um sich selbst kümmern und vor allem um den Boden, auf den man um sich herum gebaut hat. Also das Feld, auf dem man sich ernährt, die Basis, auf der man baut. Hier kann auch sein, dass man sich lange verausgabt hat irgendwie an Themen und für andere. Und jetzt geht es eben darum, sich selber wieder zu regenerieren. Festzustellen, dass man die Welt nicht anhalten kann, indem man allem und jedem immer wieder hilft. So, wir haben hier die Wüstenvision mit dem Thema Vertrauen haben. Upsala, die ist mir auch noch rausgesprungen, da nehmen wir sie auch. Und das Thema Mut kommt hier mit. Ja, auf die Basis vertrauen, die man so braucht im Leben, dass man auch die Visionen, die man vom Leben hat, umsetzen kann und auch mit Mut die Dinge angeht, die man vielleicht bisher vermieden hat oder sehr unterdrückt hat. Also ich sehe hier sehr vieles, das hochgekommen ist, das dann weggedrückt wurde, und
tatsächlich ist es ja dann nicht weg. Es ist ja nur vergraben und kommt hier an die Oberfläche. Die Mutkarte hier, die zeigt dir einfach auch an, dass du tatsächlich standhalten kannst und dass du stärker bist, als du denkst. Und dass du hier für dich selbst einstehen kannst, deine Stimme erheben. Dass du einfach nicht klein beigibst oder dich zurückhältst und dich auch nicht von Glaubenssätzen einschränken lässt, die vielleicht auch deine Umgebung dir aufstülpen, ne? Die dich daran hindern, deine eigenen Visionen zu leben. Mutig sein bedeutet auch, sich Ängsten zu stellen, sich nicht hemmen zu lassen und trotzdem, dass man manchmal nicht das Gefühl hat, man wäre in seiner ganzen Kraft, in seiner ganzen Basiskraft, die Dinge anzugehen, zur Tat zu schreiten, nicht ohnmächtig zu sein, von irgendwas oder irgendjemand gehindert. Das Vertrauen auch in sich selbst zu haben. Liebe Stiere, bei euch kommen 2 wieder mal. Wir haben den Grünfink, der bringt dir Sicherheit, Schutz und Fülle. Das haben wir hier als Thema für deine Basis. Die Nachricht, dass die Fülle des Universums für dich bereitsteht. Und wir haben den Zaunkönig. Da geht es um die Bescheidenheit, die Weisheit und den Glauben an dich selbst. Das passt sehr gut. Also wo machst du dich auch selber klein, könnte hier das Kindheitsthema sein. Und du darfst dich mehr auf deine eigene Klugheit und deine eigenen Talente verlassen. Lieber Stier, ich wünsche dir einen wunderbaren neuen Monat. Ich drücke dich, bis bald.